Einen wunderschönen guten Morgen. Da hinten geht langsam die Sonne auf. Hatten eine schöne, ruhige Nacht hier. Jasmin macht gerade da drinnen Ordnung. Oh, Jasmin hat das Türchen zugemacht. Mir ist zu kalt. Ah, kleines Weichei. Naja, ein bisschen frisch ist es schon. Wir haben, ich glaube, 10 Grad, 11 Grad höchstens. Ungefähr, ja, 11 Grad würde ich schätzen. Hallo. Jetzt gibt's Frühstück. In der Sonne. Richtig schön. Also es gibt jetzt Haferflocken mit Äpfeln und Honig und dazu eine Orange. Yum, yum, yum. So, ich habe jetzt angefangen, das Zelt abzubauen. Ich habe mein Spielschwämmchen vergessen. Und Jasmin will anfangen zu spielen, aber ihr ist gerade aufgefallen, sie hat den Spülschwamm verloren. Ich hol ihn. Vergessen, nicht verloren. Vergessen, meine ich ja. Ich hol ihn. Wo ist er denn? Wo ist die Tasche? Haben wir die Tasche hingetan? Da ist die Tasche. Nein, das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Da ist er. Den braucht Jasmin. Vielen Dank. So, jetzt kann Jasmin spielen. So, und ich baue weiter Zelt ab. Heute geht es zurück nach Ayos Mamas und wir machen einen kleinen Zwischenstopp in Neaputidia. Das ist die kleine Hafenstadt an der Brücke am ersten Finger. Genau, da fahren wir jetzt hin. So, den Berg, den wir gestern runtergerollt sind, müssen wir natürlich jetzt wieder hoch. Aber kein Problem, ist nicht mehr weit. So, wir sind jetzt hier wieder in Kalitea, haben den Berg geschafft. Und jetzt gehe ich gleich mal in dem Supermarkt gucken, ob ich noch was finde für zum Abendbrot. Und genau, unsere Vorräte ein bisschen aufstocken. Jasmin ist wieder da. Ja, und ich bin glücklich. Ich habe was Leckeres gefunden, die Kindercards. Okay, und Schokocroissants und was Gemüse. Ja, und ein paar Kekse. Ja, dann kann es ja weitergehen. Jetzt geht's immer entlang der Küste.
So, wir haben hier eine alte Hotelanlage gefunden, die anscheinend nie zu Ende gebracht wurde, der Bau. So, gucken wir mal, was hier so ist. Wie viel immer gebaut wird, aber dann nie fertig gemacht wird. Sieht man ganz oft hier in Griechenland. So, gehen wir mal eine Etage höher. Passend zu dem alten Gebäude steht ja noch ein uralter Kran. Wir sind jetzt auch übrigens auf dem Dach. Da unten wartet Jasmin mit Rusty. So, gehen wir mal wieder zurück. Gott sei Dank gibt es hier einen Zebrastreifen. Ich wüsste nicht, wie ich über die Straße zu den Gebüsch sonst komme. So, wir sind jetzt hier in Nea Potidea angekommen und wie man sieht, ist das eine ziemlich touristische Stadt, weil alles tot ist, außer Arbeiter sind hier. Alles Ferienwohnungen und Apartments. Hier ist wirklich tote Hose. Das ist krass, wie in Griechenland ganze Ortschaften gebaut werden, nur für Touristen, also für Urlaub. Das ist Hammer. Hier ist alles tot. Also wir kennen es auch, wie es in der Sommersaison aussieht, durch die ganzen vorigen Urlaube, die wir immer hier verbracht haben bei meinen Großeltern. Dann steppt hier richtig der Bär. Aber aktuell ist hier... Man hätte auch drumherum fahren können, aber Jasmin nimmt hier die Bodenschwelle mit. Also wie gesagt, ich kenne es noch von den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber es darf Die ja auch sind, nichts ja, es darf auch wegen Corona halt nichts aufhaben und wir sind außerhalb der Saison. Da sind hier die ganzen Bars, wo überall das Leben stattfindet, aber jetzt ist hier tote Hose. Aber die sind hier schon am Streichen. Aber Und am es gibt Machen. ja einzelne Leute, die ja wieder alles fit machen. So, es geht wieder runter vom ersten Finger, Cassandra. Und das kann man jetzt gerade so schlecht sehen. Aber ich spring mal kurz ab. Aus dem Weg. Da hinten ist Ayos Mamas, wo wir die Nacht wieder zelten werden, wo wir auch unsere erste verbracht haben. Deswegen wir fahren jetzt hier über die Brücke rüber. Jasmin haut gerade schon ab und dann geht's da runter wieder am Strand, wo wir dann wieder pennen werden. Wir sind wieder in Ayos Mamas angekommen und jetzt wollten wir gerade die Straße hier lang fahren und da haben wir gesehen, da vorne ist ein Maulwurf. Man hat gerade eben noch gesehen, wie die Erde nach oben hin rausgeschmissen wurde. Jetzt hat er sich verzogen. So, wir sind wieder am Turm angekommen und hier sind die beiden Wuffis von letztem Mal, die sind hier immer noch und die sind direkt auf uns zugelaufen und haben sich riesig gefreut. Hallo! Hey! Ja, hallo! Ja! Hm?
Jasmin hat gerade eine große Landschildkröte entdeckt. So, wir sind an unserem ersten Schlafplatz an Ayers Mamas wieder angekommen. Und was soll ich sagen? Es ist noch alles da. Deutsche Ingenieurskunst. Made in Germany halt. Alles noch vorhanden. Hat dem Wind standgehalten. Aber weil der Wind jetzt gedreht hat und aus dieser Richtung kommt, werden wir das, denke ich mal, hier noch ein bisschen erweitern. Mal sehen. So, wir haben unser Nachtlager erweitert. Das war ja die Mauer, die wir zuerst hatten, die beiden. Und das da und das kleine Stück. Und haben jetzt um das noch erweitert. Ja. Dann bauen wir gleich noch unser Zelt auf. Das wird dann hier vorne stehen. Und aktuell kochen wir gerade noch Essen. Heute gibt es einen Reistopf mit Gemüse. Achso, und Jasmin läuft da hinten und sammelt Feuerholz für das Lagerfeuer, während ich Essen koche. Jasmin will die Waldschüssel mit Wasser vollmachen. Oh Gott, oh Gott. Sie hat gleich nasse Füße und nasse... Gott. Wasser holen, die zweite. Na, hast du Wasser drin oder ist jetzt alles nur Sand? Hast du jetzt auch Wasser drin oder nur Sand? Oh, wow. Sehr gut. Guten Morgen, kleines Pupserle. Guten Morgen. Jasmin hat gerade das Wetter und alles gecheckt auf dem Handy. Und es hat die Nacht geregnet. Ein bisschen zumindest. Ja, es hat ganz früh heute Morgen ein bisschen getröpfelt. Aber der Regen hat nachgelassen, der Wind ist auch weg. Alles ist trocken draußen und die Sonne geht schön auf. Und jetzt tun wir gleich frühstücken. Ich habe schon richtig Kohldampf. Oh ja. Ein Löschflugzeug der Feuerwehr. Die sieht man hier ganz oft in Griechenland. Die kommen aus Thessaloniki. Da ist der Start- und Landeplatz von denen. Der Basti sammelt Müll am Strand. Hier liegt so viel rum, was hier angespült wurde. Was man hier auch nicht alles so findet. Sandspielzeug, Schaufeln, Deckel. Ach so, was wir mit den ganzen Deckeln vorhaben, das zeigen wir euch nachher noch. Weil hier in Griechenland gibt es eine ganz coole Aktion. Und das zeigen wir euch mal nachher. Da war er wieder. Das Wasserflugzeug, das Löschflugzeug. Tschüss. Der ist die ganze Zeit hier hin und her geflogen da hinten und hat immer wieder Wasser aufgesammelt, rausgelassen, Wasser aufgesammelt, rausgelassen. Haben wir ein paar Flugübungen gemacht. Ja, wir haben gerade gefrühstückt, packen jetzt Rusty wieder voll und dann geht's weiter. Unser erstes Ziel, Zwischenstopp ist Nea Modania. Und da werden wir so in 8 bis 9 Kilometer, 8 Kilometer ungefähr dann ankommen. Die Hunde begleiten uns einmal hier und daneben. Hallo. Die kommen jetzt mit uns mit.
Und weg mit dem Müll. Rubbelpiste. Übrigens der Müll, den wir am Strand gesammelt haben. Also wir haben nicht so viel verbraucht. So, wir sind wieder auf der befestigten Straße Richtung Modania jetzt unterwegs. Ja, hier ist die Schnellstraße wieder. Wir fahren jetzt quasi den selben Weg wieder zurück bis nach Modania. Und sind jetzt noch so circa 6-7 Kilometer bis dahin. Also nicht mehr ganz so weit. Ich denke mal, so eine 1,5 Stunden werden wir ungefähr brauchen. Ja, das kommt hin. Stunde bis Stunde 30 und dann sind wir in Modania. Hier geht es jetzt den steilen Berg wieder runter und auf der anderen Seite den steilen Berg wieder hoch. Und dann ist da auch schon wieder Modania. So, wir sind jetzt gerade hier. Nein, alles gut. Der Mann, der da gerade im Auto saß, der hat eben, wo wir an ihm vorbeigefahren sind, gefragt, Deutsche? Und wir so, ja, oh, nur Deutsche können sowas machen. Und jetzt hat er uns gerade eingeholt und hat gesagt, das war nicht böse gemeint. Ja, ja, so kann es gehen. Aber leider in solchen Fällen hat man nie die Kamera parat. Ja, das ist das. Man hat, so Sachen passieren immer spontan. Und dann hat man natürlich genau in dem Moment nicht die Kamera an, um so tolle Sachen zu filmen. Also haben wir schon öfter so Situationen gehabt. Ja, man hat aber auch nicht immer sofort die Kamera per Hand. Und weil man auch dann erstmal selber so perplex ist manchmal von der Situation. Am Strand angekommen, an der Strandpromenade. Ganz schön was los hier. Ziemlich viel. Nicht die Leute platt fahren. Haben uns eine kleine Pizza gegönnt. Und Fanta. Ja. Und Wäsche haben wir dazu bekommen. So, jetzt fahren wir am Strand und essen Pizza. Ja. Pizza-Lieferdienst Rikscha. Rusty. Bis wir da sind, ist sie kalt. Nein. Da vorne geht es jetzt auf so ein kleines Hafengelände. Und da kann man schön Pause machen. Haben wir extra schon ausgekundschaftet. So, sind am Strand angekommen. Essenszeit. Und mal zu zeigen, wie groß dieser Karton ist. Ein kleiner Pizzakarton. 44 cm Durchmesser, das ist wirklich mal eine große Pizza. Aber wir teilen uns die natürlich. Wir teilen uns die. Und 10 Euro, egal wie viel du drauf haben willst. Kannst alles draufklatschen, 10 Euro. Richtig cool. Und jetzt machen wir erstmal Mittagspause. Und dann fahren wir nach dem Essen den Strand da weiter entlang. Und da ganz hinten ist dann auch Fluggitar. Das sind jetzt auch so circa 7 Kilometer. Aber erstmal essen. Die Pizza ist vernichtet. Boah. Pizza ist vernichtet und jetzt geht's weiter. Gucken, ob wir das noch schaffen. So, und zwar gibt es hier so ein großes Herz. Überall in Griechenland stehen die meistens rum. Und da kann man die Deckel drin sammeln. Und damit werden dann für behinderte Kinder Rollstühle gespendet. Mit den Deckeln. Das ist ganz cool. Genau. So, und da vorne ist auch schon Fluggitar, die Häuser, die man da sieht. Ja, sind so gut wie da. Ich habe die Steuer übernommen. Achso, ja stimmt, Jasmin hat das Steuer übernommen. Wir leben noch. Mal gucken, wie lange sie sich noch traut zu fahren, denn jetzt kommt hier eine kleine Hubbelpiste. Mal gucken, wie lange du dich traust, auf dem Fahrrad hier sitzen. Ja, mal gucken, wie lange ich die Nerven behalte. Ne, wir sind gleich da in Fluggitar. Der letzte Anstieg, der letzte Berg. Geht jetzt nur noch geradeaus und dann sind wir am Ziel. Das war unsere kleine Tour mit Rusty durch Griechenland. Insgesamt sind wir 105 Kilometer mit ihm gefahren. Das ist jetzt nicht so viel, aber mit ihm kommt man halt auch nicht so weit. Und bald geht es weiter für uns. Lasst euch überraschen, wohin.